Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fat Chat mit meiner Wenigkeit Patrick. Heute zu Gast, interessanter Gast, Keshav Baheti. Genau, ja. Yes. Sehr junger Typ, Ja. aber ich finde es voll interessant. Und zwar, du kennst die Titel noch gar nicht, den ich mir ausgedacht habe. Jetzt wird's gemein. Leben zwischen Kastensystem und Multimillion-Business. Damn. Das ist krass. Ist geil, oder? Das ist geil, ja. Ist geil. Willst du noch aufstehen, noch als Zeit zu gehen, wenn du nicht drüber reden willst? Aber ich würde die Shisha mitnehmen. Kannst du mitnehmen, ist okay. Ich hole es nachher im A-Fab. Top. Wie geht's dir? Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Also, mir geht's gut. Geil. Danke, dass du gekommen bist. Mal wieder gern. Also ich weiß, dass die Shisha auch der Hauptgrund war, warum du überhaupt gekommen bist. Wahrscheinlich, ja. Ja, mit den Kameras habe ich dich wahrscheinlich so ein bisschen überrascht. Ja, habe ich jetzt nicht so erwartet eigentlich. Stell dich mal kurz vor. Was machst du? Wo bist du her aus Deutschland? Seit wann bist du hier im schönen Dubai? Obwohl du bist ja mehr am Rumreisen wie alles andere. Das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Aber hau mal raus. Also wie schon gesagt, mein Name ist Keshav Baheti. Ich bin 22 Jahre alt. Bin vor circa 2,5 Jahren jetzt nach Dubai gekommen. Ich komme aus dem schönen Frankfurt, 069. Für die Bescheid wissen. 06069. Ja. Oh. Geil. Also da so 10, 15 Minuten entfernt. Was ich mache, ist ein bisschen komplizierter. Ich arbeite in der Luftfrachtindustrie. Im Sinne von die Cargonetze, die reinkommen, für die Sicherung von den Waren im Flugzeug, die stelle ich her in China und verkaufe die an die Flug-Airlines, also Emirates, Qatar Airways, whatever. Okay. Das ist mein Main-Business. Ja. Dein Main-Business. Mein Main-Business. Und dein Side-Business ist Party machen. Ja, ich würde es jetzt nicht so extrem sagen. Also hier in Dubai auf jeden Fall nicht so. In Frankfurt sieht man mich schon öfters. Unterwegs in den Gassen. Abu Netz, a.k.a. King Keshav. Der Cargo-Prinz. Ja, sowas in die Richtung. Wir kommen gleich noch zu deinem Business, aber du bist ja sehr traditionell aufgewachsen. Also Genau. in Deutschland aufgewachsen, aber du bist ja sehr, also deine Eltern sind sehr traditionell indisch. Ja. Und ich weiß noch, wo wir uns das erste, zweite, dritte Mal getroffen haben irgendwann. Ich habe dich, glaube ich, 3/4 Stunde komplett Safe. interviewt, was da so abgeht. Weil ich denke, nicht nur für mich, auch für andere Zuhörer, Zuschauer in Deutschland, alle indischen, also ich habe ein paar tamilischen Kollegen, ich habe ein paar indische Kollegen in Deutschland, niemand redet darüber. Ich habe das Gefühl, bei denen ist dann so, das war dann schon die Generation davor, die haben schon so, Kastensystem, alles drauf geschissen und so. Deswegen so, bei dir war so das erste Mal, wo ich wirklich davon gehört habe und wo mir irgendjemand was davon erzählen konnte. Deswegen war ich auch so, ey, was ist damit, was ist hiermit? Gib mir eine kurze Einführung zum Kastensystem. I don't know. Also jeder würde jetzt sagen, krass, also es kommt immer darauf an, wo man aus Indien herkommt. Bei uns ist es so, dass es insgesamt 4 Kästen gibt. Ja? Also oben sind dann so Herrscher, Priester und sowas. Ja. So Royal Family mäßig. Also eher gesagt, oben sind mehr so diese Priester halt, so Gottesleute. Ja. Das zweite Kasten sind dann Royal Family, so Herrscher, keine Ahnung, also es gibt Warrior auch noch, was ich gesehen habe. Ja, also Warrior, genau, Krieger gehören ja. auch zur zweiten Kaste. Genau, ja. Gehören die Sinks dann eigentlich auch zur zweiten Kaste? Rein theoretisch schon, ja. Also wenn du wirklich Sing bist, dann ja. Ist das so der Grund, warum manche Sinks hier so rumrennen? in Dubai? Genau, ja. Weil die denken, weißt du, so Warrior und so. So, wir sind eigentlich die höchste Ja. Kaste, die du außer, wenn du jetzt Heiliger bist Genau, oder Priester, ja. erreichen kannst. Ja. Deswegen sind die dann, okay. Ja, sowas. Macht Sinn. Ja. Dann gibt es der dritte Kasten, das sind so Business-Leute. Also wenn du ein Business hast, selbstständig bist, sowas in die Richtung. Bauern, Kaufleute habe ich gelesen, Ja. gehören dazu. Also Okay. Kaufleute, ja. Okay. Bauern auch. Kommt darauf an, immer, wo man Bauer ist. Okay. Und dann vierter Kasten ist wirklich der niedrigste Kasten. Also Employer halt, weißt du so. Ja. Ja. Gibt noch einen unten drunter. Noch ein? Die Unberührbaren. Die Unberührbaren. Hast nicht gewusst? Ne? Also es gibt 4 Kästen, also die 4 Kästen sind noch zusammen. Ja. Jedes Diagramm, was du findest, ist dann so ein Break und dann ist unten drunter die Unberührbaren. Okay. Das sind Leute, die
Überreste, Tiere und Menschen wegmachen in jeglicher Hinsicht. Okay. Also sie quasi hinter denen sauber machen oder auch die mit Toten, mit Leichen handeln. Und Ja, so. okay. Das ist so der unberührbare, so das 5. Ding, was ich vorhin gesehen habe. Krass, gut zu wissen. Hast du selber nicht gewusst, oder? Naja, also ich wusste auf jeden Fall, ich hätte jetzt nicht gedacht, ich dachte eher, dass die so zum 4. Kasten gehören. Weil ich war ja vor 2, 3 Wochen, nicht mal, vor 3 Monaten oder so war ich ja da beim Ganges. Ja. Und dann habe ich die auch gesehen. Okay. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie zum 4. Kasten gehören. Nee, das ist anscheinend ein 5. separater Kasten, alles, was ich gesehen habe. Krass. Weil ausnahmsweise im Vergleich zu all meinen anderen Podcasts habe ich mir mal ganz kurz schlau machen müssen, habe mal kurz googeln müssen zum Kastensystem. Ja, hätte ich auch machen sollen. Aber krass. Du hast gesagt, je nachdem, woher du kommst, gibt es in Indien, je nachdem, aus welcher Region, Bundesstaat, was auch immer du kommst, gibt es da Unterschiede zwischen den Kastensystemen oder ist das eigentlich alles einheitlich? Rein theoretisch sollte das einheitlich sein. Aber würde man jetzt so gucken, ist das Kastensystem ja verboten in Indien. Ist es? Es ist verboten, offiziell. Seit wann oder schon länger? Das ist jetzt, Bro, das kann ich jetzt so nicht genau sagen, seit wann. Okay. Aber es ist offiziell, ist es verboten. Heißt im Sinne, man kann jetzt nicht, wenn du jetzt eine Firma hast in Indien, kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich nehme den, weil der in einem höheren Kasten ist, Okay. anstatt den anderen, weil der in einem niedrigen Kasten ist. Also offiziell ist es verboten. Inoffiziell? Inoffiziell, klar, jetzt wie zum Beispiel meine Familie, wir sind auch sehr traditionell. Also ich würde jetzt sagen, sogar, würde ich jetzt heiraten, wäre es nicht so krass gesehen. Aber es war noch so, als meine Schwestern geheiratet haben. Okay. Also da war noch wirklich so, okay, wo kommt der her? Ja. Was macht seine Familie? Sind die überhaupt Inder? An was glauben die? Okay. Das war noch ein bisschen strenger bei denen. Aber dein Schwager ist jetzt auch nicht so ultra traditional, den habe ich heute kennenlernen Ja, dürfen. deswegen war mein Vater ja auch voll gegen ihn. Ach so, Hab ich ja mal deshalb. jetzt- Ja. Ja, du hast mir die Story erzählt, wie Ja. der da dagegen war, aber ich habe nicht gewusst, dass das deshalb war. Ich Nee, habe also gedacht, es das war- war so allgemein, weil dein Vater halt so, weil der halt irgendwas Arrangedes wollte. Das habe ich gedacht. Das war auch der Punkt. Das war aber auch der Punkt, dass seine Familie ist jetzt nicht so krass indisch. Ja. Und nach England ausgewandert, wohnen jetzt in Kenia. Die sind ja schon 4. Generation in Kenia. was Ja, er erzählt genau. hat, ne? Ja. Und die sind jetzt nicht so, was wahrscheinlich mein Vater wollte. In dem Sinne. Okay. Ja. Konntest du dann ja trotzdem überzeugen. Irgendwie hat's geklappt. Obwohl dein Vater, ich weiß nicht, ob du das im Video drin lassen willst, aber du hast ja gesagt, dein Vater, also die Family von deiner Mom hat auch zeitlang mit deiner Mom nicht mehr geredet, weil dein Vater auch 2 Kasten unter ihr war oder so. Ein Kasten. Ein Kasten? Ich dachte, deine Mom war Priesterin. Nee, meine Mom offiziell gehört meine Mutter zu irgendeiner Royal Family. Oh, krass. Also die hatten wohl irgendwie Tempel, also Tempel ist ja an sich so royal-mäßig. Ja, jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich nicht wirklich einen Shisha-Dude hier angekarrt habe. Dass ich hier ein Ascendant der Indian Royal alles gut. Family am Start habe. Alles gut, alles gut. Ich habe gedacht, die wäre Priester, habe ich falsch verstanden. Oder Nee, wär also Priester gewesen. die haben wohl irgendwie ganz spät irgendwie, keine Ahnung, Tempel gehabt. Okay. Und ja, und sie hat rein theoretisch dann runtergeheiratet. So wie ich es mitbekommen habe. Okay. Also bei dir jetzt wahrscheinlich wird es egal sein. Bei mir, Bro, ich sehe nicht mal eine Innerin in meiner Zukunft. Ich glaube, deine Mom und dein Vater sehen das anders. Glaube ich auch. Das sagen wir denen auch nicht. Hä? Das sagen wir denen auch nicht. Was hier aus YouTube ist. Wir blockieren alle IP-Adressen von denen. Interessant. Also Kastensystem ist verboten jetzt. Das heißt, Indien geht auch immer mehr zur, keine Ahnung, Gleichberechtigung aller. Sowas in die Richtung, ja. Was mich eigentlich dann noch zu einer nächsten Frage führt. Es gibt in Dubai ja sehr viele, sehr reiche Inder. So. Und teilweise auch Leute, wie jetzt der CEO und Gründer vom Lulu Hypermarket, der ja angeblich nur mit ein paar tausend Dirham hergekommen ist, bla bla bla. Der war ja wahrscheinlich jetzt auch nicht die höchste Kaste, sonst wäre der nicht mit 2,70 € hergekommen. Wenn der dann aber hier so einen Erfolg hat oder wenn er im Ausland so einen Erfolg hat, wie ist dem sein Ansehen in Indien? Ich sag dir ehrlich, wahrscheinlich ziemlich hoch. Weil wie gesagt, das Kastensystem, das wird nicht mehr so krass angesehen. Heißt, sie sehen jetzt eigentlich nur den äußerlichen Wert in dem Sinne. Also das, was er jetzt gemacht hat, Genau, ist dann ja. das, wie er ist, so, Ja. weil
das war auch noch so eine Frage, also so eine Frage, die ich in mir hatte, wo ich mir gedacht habe, so okay, wenn der dann jetzt von einem von den untersten Kasten kommt, ob dann manche Leute, die jetzt so traditionell eingestellt sind, immer noch so, ja, der hat zwar jetzt, aber der kommt eigentlich. Ja, also es gibt bestimmt safe Leute, die noch so denken. Ja, so einzelne, vor allem so die ältere Generation. Aber ich würde eher sagen, dass das, was er jetzt äußerlich macht, das hat einen größeren Wert, als was für eine Kaste der ist. Okay. Ja. Also bei dir in der Family ist wahrscheinlich zwiegespalten. Es gibt wahrscheinlich Leute, die noch so denken. Ja, es kommt halt wirklich drauf an. Bei uns in der Family ist es halt so, dass ich in Europa aufgewachsen bin. Meine Cousins in Indien, der andere in Moskau. Das ist. Oh, krass. Ja, also das ist, unsere Familie ist relativ groß. Und es kommt halt wirklich darauf an, wie man aufgewachsen ist und wie dann die Denkensweise ist. Okay. Deine Cousins, die hier sind, die sind in Indien aufgewachsen? Die sind alle in Indien aufgewachsen, ja. Ah, okay, krass. Außer der eine, der ist in Singapur aufgewachsen. Okay. Aber ja, der größte eigentlich in Indien. Also wahrscheinlich auch schon ein Großteil, zumindest von der neueren Generation, alle sehr modernes Denken Genau, und ja. Kassensystem. Definitiv, so. ja. Ja, weg. Ja, Ah, krass, okay. Dann kommen wir zum nächsten Ding. Dein Business. mein Business. Dein Business. Ist ja Family-Unternehmen. Genau, ja. Dein Vater hat es gestartet. Genau, ja. Wie ist der da drauf gekommen? Bro, wenn ich dir das sagen könnte, ne, würde ich es jetzt direkt sagen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Hast du noch nie gefragt, oder was? Ich habe öfters gefragt, er hat immer gesagt, ich sag's dir, wenn du ready bist. Dann denke ich mir so, ich habe viele Filme geguckt, weißt du, vielleicht kommt da was extrem krasses. Ich so, okay, dann warte ich mal. Okay. Bis jetzt kam noch nichts. Mal gucken. Mit was hat er vorher angefangen? Also was hat er davor gemacht? Die haben die viel Export-Import gemacht, also Indien, Deutschland, China, Deutschland. Weil mein Opa väterlicherseits, der hatte ein Teppich-Business, soweit ich weiß. In Deutschland auch schon? gehabt, Okay. ja, in Frankfurt. Also sein Opa ist derjenige, der schon nach Deutschland gekommen ist? Genau, ja. Okay. Und der ist dann mit meinem Vater dann öfters mal nach Frankfurt gegangen. Der war auch, glaube ich, ein paar Schulklassen hat er auch in Deutschland gemacht. Heißt, da waren die schon so, da war ja schon so ein bisschen Export-Import drin. Okay. Hat dann von selbst aus, hat dann Kontakt nach China gehabt. Hat dann, beziehungsweise es gibt immer noch, wenn du Lufthansa oder was auch immer fliegst, kriegst du ja diese Messer und Gabel, diese Metalldinger. Ja. Die hat er auch, also die hat er früher, so ist er dann auch ins Luftbusiness reingekommen, hat er die dann früher Export-Import gemacht. Also die hat er aus China geholt, hat die dann nach Deutschland gebracht. Krass. Ja. Also eigentlich Besteck, Ja, Importeur Genau. für Lufthansa oder andere Airlines. Genau, Und dann krass. Also so langsam hochgearbeitet, von Besteck bis Teller bis Obst, Körbe. Okay, Ja. geil. Ich kann mir nur vorstellen, dass dann irgendwann Lufthansa gesagt hat, so, hey, wir brauchen Netze. Und dann so, ja, besorgen wir auch. Bestimmt. Ich sag dir ehrlich, sobald ich es weiß, ich sag dir Bescheid. Geil, gerne. Ja. Müssen wir da nachreichen. Seit wann hat dein Vater dieses Business? Weißt du das? Bro, es sind jetzt ungefähr 25 Jahre. Plus und minus. Krass. Ja. Ihr seid ja schon Big Player dann im Cargo-Game. Es gibt offiziell 7 Unternehmen auf der Welt, die das machen. Okay. Weil du brauchst ja für jeden Luftraum, wo du verkaufen willst, brauchst du ein spezifisches Zertifikat. Ja. So ein Zertifikat ist ein bisschen schwierig jetzt noch zu bekommen, weil es gibt viele Regeln, die du machen musst, also viele Sachen, die du einhalten musst. Ja. Von den 7 sind wir Top 2. Top 2. Top 2. Also wir sind wirklich top, eigentlich. Okay, weil ich wollte gerade sagen, gibt es noch irgendeinen? Ihr habt die Zertifikate für 2 Lufträume. Weil die Genau, Lufträume ja. sind ja nach Kontinenten aufgeteilt, wenn ich das richtig Ja, verstanden so circa. Überschneiden sich ein bisschen alles, aber ja. habe. Okay. Hat noch irgendeiner die Zertifikate für 2 Lufträume außer euch? Ich weiß, dass es 1, 2 Firmen geben, die versuchen, auch den asiatischen, also den chinesischen Luftraum zu bekommen. Chinesisches Zertifikat ist halt das asiatische Zertifikat. Okay. Aber ich weiß noch nicht, ob die das bekommen haben oder nicht. Okay. Also bis jetzt seid ihr die einzigen mit Bis jetzt sind China wir die einzigen, und Europa. Ja. Mashallah. Habt ihr irgendwelche Expansionspläne Richtung Amerika? Es gibt einige Länder, schon in Amerika, sogar Südamerika, die jetzt auch aufs europäische Zertifikat zugreifen. Ah. Heißt, wir haben auch letztens erst ein Angebot bekommen aus Chile, glaube ich. Chile. Sehr nice. Ja, also es geht langsam auch Richtung Amerika.
du bist ja jetzt quasi also du bist ja schon die ganze Zeit eigentlich der Chef der Firma. Schon ein bisschen. So halb. Ja, schwierig. Schwierig. Ich sag mal so, offiziell bin ich Sales Executive. Okay. Inoffiziell mache ich alles. Ja. Also kommt natürlich immer darauf an, in welchem Land ich bin. Ja. Weil in jedem Land habe ich eine andere Position. Für offizielle Papiere. Okay. Nee, also wenn ich hier bin, hier ist unser Finance Department. Ja. Hier gehen alle Finanzen rüber. Von Deutschland kommen die Belege, von Indien kommen die Belege, Singapur, China, was auch immer. Okay. Deswegen, wenn ich hier bin, dann mache ich mehr so. Aber ich habe hier 2 Mitarbeiter, aber einen Finance Director, und dann helfe ich denen ein bisschen. Okay. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, wir haben einen Standort in China. Ja. Da ist die Main Production. Da ist wirklich ich gucke zu, also an sich Organisation, Admin-mäßig. Ein bisschen auch Marketing mache ich dort. Ja. Okay. Und Deutschland ist dann so mehr so Kundenbetreuung. Okay. Ja. Kundenbetreuung, Kundenakquise wahrscheinlich. Genau, auch viel sowas in und die so. Richtung. Okay. Aber trotzdem ist ja gerade so ein bisschen eine Transition, dass du die Firma mehr und mehr leitest und übernimmst. Ja, also langsam. Ich und meine Schwester, ja. Okay. Ist das ein Struggle für dich, so jung wie du bist? Das ist schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen Struggle. Okay. Schwierig ist auch ein sehr starkes Wort. Da ich aufgewachsen bin mit Familienbusiness, mit nach der Schule noch ein bisschen arbeiten für meinen Vater, ist es für mich eigentlich okay. Ich hatte jetzt nicht die Kindheit oder Jugendzeit wie meine Freunde. Mit nach der Schule gehen wir direkt feiern oder sowas. Oder wir gehen auch da irgendwas chillen und so. Hatte ich jetzt nicht so extrem. Kam bei mir erst viel später. Also ich bin wirklich das erste Mal feiern gegangen mit 18. Also wirklich feiern gehen. Deswegen gibt es jetzt so Vollgas. Musst Ja. alles nachholen, was Ja, du zwischen genau. 16 und 18 verpasst Ja, hast. genau. Ja. Geil. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich das Struggle ist für mich. Also für dich vom Mindset und von der Administrative hast du aber wahrscheinlich schon in der Jugend immer viel mitgekriegt und weißt, wie Genau, der Hase ja. läuft und was du zu machen hast. Genau, ja. Aber das nächste ist, wie kommt es bei deinen Kunden an, weil du so jung bist? Ja, oder, das ist. oder kriegen die das nicht so mit? Offiziell ist ja immer noch mein Vater in der Leitung. Okay. Deswegen, egal was passiert, es geht alles über seinen Namen. Heißt, die wissen, also klar, einige Kunden kennen mich auch. Ja, die kennen mich auch schon, als ich klein war. Also gestern. Genau, ja. Top, danke. Auf jeden Fall. Sorry. Nee, also, wie gesagt, viele würden mich jetzt so in dem Sinne nicht kennenlernen. Ja, oder wissen gar nicht, mit wem, also wie alt ich bin. Die anderen, die mich kennen, denen ist es, glaube ich, auch egal. Weil sie wissen, es ist ein Familienunternehmen Ja, genau. und ihr seid ja Weltmarktführer momentan eigentlich, wenn du es so siehst. Ja, bestimmt, ja. So, dann kann man schwer drum rumkommen. Ja, genau. Sagen wir es mal so. Ja. Mit euren Zertifikaten dürfen die, aber es geht dann nur drum, wo die Standpunkte der Airlines sind. Also Lufthansa darf jetzt mit eurem Kram, also darf jetzt mit euren Netzen trotzdem in den amerikanischen Luftraum fliegen. Genau, ja. Okay, es geht nur darum, wo das Headquarter ist. Genau. Okay. Interesting. Wie viel Revenue macht ihr im Jahr? Darfst du das sagen? Oder willst du das sagen? Bestimmt dürfte ich das sagen. Ja, nee, kann ich nicht. Kannst du nicht sagen. Nee. Okay. Aber es ist ja schon eine Hausnummer. Also es ist ja Das schon eine ist- Verantwortung. ja, das kann man sich auch denken, wenn ihr Weltmarktführer seid. Da Ja. steckt schon einiges Ist nicht hinter. wenig, ja. Wie viele Employees habt ihr insgesamt weltweit? Ich kann dir so circa sagen, Ja, circa. roundabout 220. Okay. Also wir haben jetzt noch einen Standpunkt, der dazukommt. Ja. Wir haben noch Rumänien. Da sind auch nochmal 25. Ja, also ich würde sagen, so roundabout 220, 210. Okay. Das ist ja schon eine Hausnummer, was man an Verantwortung dann auch Das da sind hat. viele Menschen, ja. Für da zu gucken, dass das Business auf jeden Fall läuft. Ja, definitiv. Für alle Beteiligten. Wie oft bist du im Jahr in China? Weil du reist ja auch viel. Ich glaube, du bist ja auch demnächst für längere Zeit mal dort, Genau, ja. was mal eigentlich geplant ist. Ja, ich versuche immer wieder in China, also jedes Jahr auf jeden Fall 3 bis 4 Mal da zu sein.
Einfach weil keiner von der Leitung einen festen Standpunkt in China hat. Weil meine Schwester offiziell in Deutschland ist und ich hier. Deswegen versuche ich, wie gesagt, 3 bis 4 Mal nach China zu fliegen. Dann aber auch einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten. Okay. Ja. Sprichst du Chinesisch? Nein, ich bin am Lernen. Das ist aber eine verdammt schwere Sprache. Also wirklich, ich hab hier Schule gemacht. In China habe ich jemanden, der mir das beibringt. Aber ey, das ist so schwer. Ja, es gibt, keine Ahnung, extrem viele Wörter. Alle haben eine behinderte andere Bedeutung. Die werden aber gleich geschrieben. Das ist, Bro, also kurz erklärt, es gibt 4 Töne. 4 Töne in China, in der chinesischen Sprache. Es geht einmal runter, also wenn du mit dem Wort halt runter gehst. Ja. Dann geht's hoch. Dann eins, wenn du mit der Aussprache, also mit der Tonlage gerade bleibst. Und eins, wo du so einen Dip machst. Also so runter und wieder hoch. Genau, ja. Und wirklich, wenn du das Wort vor dir hast, mit diesen 4 Tönen ist immer wieder ein anderes Wort. Gib mal ein Beispiel. Hast du irgendein Beispiel? Genau. Wenn ich jetzt sage, ich heiße Keshav, Wo Xiao Keshav. Wo Xiao Keshav? Ja. Okay. Aber dieses Wo, es geht ja hoch und runter. Ja. Wenn ich das jetzt lang sage, ist es wieder ein anderes Wort. Dann heißt es Hunger oder sowas. Ja, also. Da heißt Keshav hat Hunger, oder was? Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist voll die schwierige Sprache. Ich habe es versucht, ich bin immer noch am Versuchen. Ja, also hier habe ich es komplett aufgegeben, weil ich muss dafür in China sein. Okay. Aber ich habe da jemanden, die mir das beibringt. Ja. Krass. Deine Schwester spricht Chinesisch. Eine von deinen Schwestern. Meine zweite Schwester, ja. Okay. Hat dein Vater auch, also spricht dein Vater auch Chinesisch? Auch nicht? Nee, 0. Okay. Deswegen hat er wahrscheinlich deine Schwester in den China-Kurs geschickt. Genau, ja. Also meine zweite Schwester hat ja, am Anfang hat sie für meinen Vater gearbeitet, Okay. bis sie halt verheiratet war. Und da hat sie dann wirklich eine Sprachschule in China besucht. Krass. Wie lange war die in China? Bro, ich glaube 3 bis 4 Jahre. Okay, damn. Ja. Ja, okay, in der Zeit kann man auf jeden Fall was lernen. Ja, definitiv. Das ist. Was kannst du noch auf Chinesisch sagen? Ich hoffe- Standard Ni Hao. Ja. Bro, das war's eigentlich noch wieder. Ni Hao und wie ich heiße. Dein Ernst? Bro, wie gesagt, es ist eine schwierige Sprache. Und wenn man eine Sprache nicht lernt und beziehungsweise auch nicht Wenn man es auch nicht anwendet, dann vergisst ja. man es halt. Ja, also ja, vorher ja. konnte ich auch noch sagen, was ich mache in der Firma. Ach, echt? Aber das war's dann halt auch wieder. Okay, krass. Ja. Ich habe viel über Rassismus in China gehört. Oh ja. Ich mag China eigentlich nicht. Nee? Wie kommst du da so an als dunkelhäutiger Inder? Schwierig. Wissen die, dass du Inder bist oder sehen die nur deinen Hautton und Boah, bestimmt. ja? Ja, also wie gesagt, China ist ein schwieriges Land. Es ist in den größeren Städten, Shanghai, Beijing, da geht alles fit. Da sind ganz viele internationale Menschen. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel in meine Stadt geht, da wo meine Firma ist, Wo seid ihr? wenn ich wir frage? sind 2 Stunden von Shanghai entfernt. Die Stadt heißt Changzhou. Okay. Da ist es dann auch wieder was anderes. Also klar, die Stadt ist riesig. Ich wollte gerade sagen, die haben doch bestimmt auch 8 Auch Millionen Einwohner safe, oder sowas. Ja. Aber da ist halt Rassismus komplett anders, als wenn ich jetzt nach Shanghai gehe. Okay. Also safe, ich bin in Shanghai einmal rumgelaufen. Das war auch mein erstes offizielles Mal in Shanghai. Auch so eine Main Street, da bin ich ganz normal am Laufen. Da kommen auch Leute und wollen ein Foto mit dir. Das ist ein ganz komisches. Weil, Bro, ich bin nicht famous. Ja, also nicht, dass ich wüsste. Ja. Mal gucken, wer weiß, was hier danach passiert. Aber die sind dann random zu mir hergekommen, haben dann ein Foto von mir gemacht, sind wieder weggerannt. Die haben damals schon gewusst, wer Abonnetz ist. Ja, nicht mal ich wusste das. Siehst du? Krass. Ja, aber ich hab in letzter Zeit, ich gucke ab und zu so Travel-YouTuber und dann kommen immer so random Videos. Und da ist so ein Pärchen aus Südafrika. Okay. Sie, also beide Südafrikaner. Sie könnte aber auch Inderin sein, so vom Gesichtstyp und vom Typ an sich.
Und dann same shit, so, dann waren die in Pyongyang oder so, Okay. so irgendwie Zentralchina, aber auch so 20 Millionen Stadt. Okay. Jeder Bilder gemacht, alles. Und letztens habe ich noch eine andere Reportage gesehen von irgend so einem Major News Outlet in Europa. Da war ein Deutscher, der lebt schon seit 10 Jahren dort und hat da jetzt einfach so ein Restaurant, wo sie deutsche Speisen anbieten. Krass. Und der steht dann auch immer vorm Restaurant, weil er so als großer Weißer halt voll auffällt. Ja. Und dann kommen die Leute immer ins Restaurant. Ja. So voll wild. Also ich weiß, dass in meiner Stadt zum Beispiel gibt es auch einen Laden. Das ist ein Österreicher. Deswegen, ich gehe auch immer Abendessen, wenn ich dort bin. Wiener Der auch Schnitzel. so. Ha? Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, ja. Echt? Ist gut. Kaiserschmarrn ist nicht gut, ist jetzt nicht so gut wie hier Sissys. Aber ist okay. Okay, kann man machen. Kann man machen. Machbar. Machbar. Geil. Also Shangzhou ist schon ein bisschen anders mit dem Rassismus. Ich Okay. bin auch mal durch die, also das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ey, ich will eigentlich nicht so lange in China bleiben. Ich bin durch die Mall gelaufen, da gibt es mehrere Malls, ganz normal. Und dann kommt da so eine Teenie-Gruppe, so ja, Jungs, Teenager-Alter. Und dann sagen die so, die reden ganz normal, sagen dann, guck mal, da ist ein mit dem N-Wort. Also, krass. Also Auf- wirklich so, auf nicht mal Chinesisch, geflüstert also- oder so. Nee, auf Englisch haben die das gesagt. Damn. Ja. Okay. Haben dann angefangen, so Späße zu machen und so. Auch auf Englisch. Und Bro, in China kannst du ja nichts machen, weißt du so. Ja. Vor allem als Ausländer nicht. Deswegen habe ich dann auch, ich bin dann mal weitergelaufen, aber es war krass zu hören, sowas. Das ist wild. Ja. Das ist wild. Warum kannst du in China nichts machen? Also auch China ist auch sehr sind die sehr dann. überwacht. Ja, Sagen wir's das mal ist so. klar, aber ist die Polizei dann immer auch sehr auf der Ja. Seite der Locals? Ja, und- safe. Okay. Das ist wild. Auch in den Touristädten? Oder? Bestimmt. Ja. Bestimmt. Aber da hast noch keine negativen Instances gehabt oder so. Ich noch nicht, ne. Okay. Hast du businessmäßig noch irgendwas vor in der Zukunft? Oder ist jetzt erstmal Hauptfokus auf dem Family Business und das unter Umständen noch größer zu machen? Hauptfokus ist definitiv Family Business gerade. Klar, man hat immer wieder Gedanken, ich mach mal das, ich mach mal das. Aber wirklich Hauptfokus für die nächsten 5 bis 7 Jahre ist wirklich das Family Business. Okay. Mal gucken, wo mich danach meine Zeit und meine Gedanken hinführen. Wo kriegt ihr eure Kunden her? Weil das ist ja schon ein sehr nischiges und spezielles Business. Ja, So, ihr schaltet wahrscheinlich keine Facebook-Werbung oder so. nee. So ein TikTok-Ding. Ja, genau. Nee, Ihr braucht Cargonetze. Kennen Sie den Chinesen mit den Neonzeichen? kenn ich ja. So, wo manchmal einen auf Trump macht. Ja, You need Neon Sign, komm du. sowas, ja. Genau. Habe ich auch so eine Perücke auf und so. Sollen wir das mal machen? Können wir machen. Geil, wirst sofort enterbt. Direkt. Direkt aus der Firma Ich geschmissen. schwör's dir. Nee, wir kriegen unsere Kunden durch Messen. Es gibt spezifische Messen für sowas. Auch diese ganzen EASA heißt das europäische European Security of Aviation oder sowas. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Aber die machen alle 4 Jahre machen die eine Messe. Da kommen dann alle hin. Also alle Fluglinien, also deren Leute, dann kommen alles, was im Flugzeug drin ist, außerhalb vom Flugzeug, Okay. Zubehör etc. Kommt dann alles auf diese Messe. Da haben wir dann offiziell auch dort immer einen Stand. Okay. Also da ist Hauptgewinnung ist von dort. Aber dann auch Mundpropaganda, also von anderen Airlines, die wir haben. Dann kommt, keine Ahnung, irgendeine andere Airline, fragt dann bei denen nach, wie sind die so und so. Netzwerk. Genau, ja. Ja. Oder wahrscheinlich, wenn irgendwie der Chef-Einkäufer für Supplies von Lufthansa zu DHL wechselt, dann Genau, ist ja. auf einmal DHL wieder dabei. Genau, ja. Ich kann mir vorstellen, die ganze Szene ist wahrscheinlich sehr Die sind sehr vernetzt. kompakt und sehr Genau. klein. Ja. So, man kennt sich. Ja, definitiv. Also vor allem, also die Europäischen kennen die europäischen Leute. Ja, Und hier, same shit. sehr geil. Gibt es hier auch so eine Messe oder ist. Die ist immer in einem anderen Land. Ah, okay. Also ich war schon öfters auf diesen Messen dabei, zwar als Kind. Ich war in LA dabei, dann war mal eine irgendwo in Italien. Okay. Also die ist immer irgendwo anders. Businessmäßig fällt mir jetzt, glaube ich, sonst keine Frage mehr ein. Hast du noch irgendwas zu sagen? Was Businessmäßig. zu sagen? Businessmäßig jetzt, also ja, Family Business.
viele denken, dass ein Family-Business ziemlich einfach ist. Also, wenn du jetzt siehst, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, Bro, ich arbeite in einem Family-Business, 22, wohne allein in Dubai, dann denken die, ja, das hast du alles von deinem Vater und das hast du alles von dem. Das ist klar, ja. Das ist mein Vater hat es aufgemacht, hat es groß gemacht. Es ist aber nicht so einfach, wie man denkt. Also im Sinne von, klar, ich musste jetzt nicht für eine Arbeit suchen und ich hatte keine Geldprobleme oder so. Aber es geht trotzdem, es ist schwierig, mit der Familie zu arbeiten. Ist jetzt nicht so einfach, wie die meisten denken. Kann ich mir vorstellen, weil vor allem du kannst jetzt auch Familienmitgliedern manche Sachen nicht einfach so in den Kopf schmeißen, wie du jetzt anderen Chefs oder Kollegen an den Kopf schmeißen kannst, weil du halt weißt, es geht halt immer mit nach Hause. So, man muss halt gucken, dass man da so die Balance hält. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das schwer ist bei euch. Vor allem, wenn dann noch Vater, Mom alle ein bisschen traditioneller sind. Genau, ja. Ich wollte gerade sagen, vor allem in einer ausländischen Familie. Ja. Da ist ja viel, da ist der Respekt ja, ich würde jetzt nicht sagen anders wie in Deutschland, aber da wird der meiner Meinung nach höher angesehen. Ja. Und da ist es ja komplett anders. Vor allem bei uns jetzt, nicht nur wir haben ein Business, meine Cousins haben ja auch noch ein Business. Also wir sind ja in einem Familienkonzern drin, würde ich jetzt so sagen. Okay. Heißt, wir haben alle kleine Businesses oder der andere mal ein größeres Business. Und wir werfen ja alle in einen Pool rein. Also Moneypool. Okay. Und da ist dann auch wieder, wenn ich und meine Schwester jetzt übernehmen sollten und dann habe ich meinen anderen Cousin, der älter ist als ich, aber jünger ist als meine Schwester, ich kann dem nichts sagen. Auch wenn ich offiziell über Business rede, weißt du so. Ist dann auch wieder, da hast du ja diese Schwierigkeiten. Er ist älter, aber wir reden eigentlich über Business. Und er hat zum Beispiel Scheiße gebaut. Ja. Aber ich kann dem jetzt nicht sagen, guck mal, du hast Scheiße gebaut und es ist deine Schuld. Ich muss immer noch aufpassen, er ist immer noch älter als ich. Ja. Ich muss immer noch diese Linie, das ist schwierig, wenn man so jung ein Business übernimmt in einem Familienunternehmen. Das stimmt, vor allem in einem Familienunternehmen, wenn dann so viele Leute noch das Mitspracherecht haben. Das heißt, du müsstest quasi hingehen, müsstest hintenrum deiner Schwester sagen, so, hey, guck mal, das da ist nicht so cool, weis dir mal drauf hin, weil ich darf nicht. Ja, sowas in die Richtung. Und dann hast du wieder so ein Problem, das ist leider Gottes so noch bei vielen auch in Indien, dass die Frauen in einem Business bisschen, also die werden jetzt nicht, also klar, meine Schwester ist top, dann haben wir noch meine Cousine, die ist auch noch in einem Business an der 1, also CEO. Aber wir haben auch so Meetings, da sind Frauen nicht erlaubt. Komplett. Also wir haben ja Obwohl die dann die Nummer 1 sind und eigentlich das letzte Wort haben in dieser Unternehmung. Ja. Also wir haben Meetings, also nicht ich zum Beispiel, ich darf da auch nicht hingehen. Wir haben Meetings intern in der Familie, wo die ganzen Älteren hingehen. Okay. Aber auch dann, mein Vater geht dahin, seine Cousins Kinder hin. Die sind dann die Top von der Firma. Ja. Und die haben dann intern Meeting. Meine Mutter durfte da nie mitgehen. Okay. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, was machen wir jetzt? Weil wenn mein Vater zurücktritt und ich und meine Schwester übernehmen, ich muss hingehen, weil sie darf nicht hingehen. Ja. Und dann rede ich wieder gegen ältere Leute. Ich rede dann gegen meine Cousins. Was dann auch wieder schwierig ist. Weil wir haben als Konzern, wir haben eine Mädchenschule in Indien aufgebaut. Wir haben ein Waisenhaus da aufgebaut. Muss ich ja auch dementsprechend mitreden. Ja. Dann habe ich halt wieder so diesen Zwischenpunkt, was mache ich jetzt, weißt du, oder beziehungsweise wie rede ich mit denen? Ja. Scheiße. Das ist scheiße. Also du hast den negativen Kükenbonus. Ja, genau. Ich habe die Küken-Arschkarte, Alter. Genau, ja, wollte ich gerade sagen. Damn it. Ja. Aber das ist krass. Aber in dem Konzern jetzt, inwiefern habt ihr da Mitspracherecht bei den Geschäftszweigen der anderen Familienmitglieder? Also, weil du jetzt sagst, wenn dein Cousin Scheiße baut, oder egal wer Scheiße baut, dürft ihr dann den anderen darauf hinweisen oder hättet ihr dann auch irgendwelches Mitspracherecht oder könnt ihr dem dann eigentlich jetzt mal altersmäßig und geschlechtsmäßig unabhängig, könnt ihr dann in das Geschäft von den anderen mit reinreden? Oder ist das dann wie so ein Gremium, wo die Leute dann sagen, wo ihr dann halt im Kollektiv sagen müsst, so hey,
dass da im letzten Quartal, Halbjahr, was auch immer, war Bad Move. So, das müssen wir jetzt und so, wie muss ich mir das vorstellen? Grundsätzlich, also ich könnte jetzt, das ist schwierig. Es kommt halt darauf an, wie viel man prozentual von diesem Pool rausnimmt. Okay. Da wir jetzt wenig rausnehmen, also wirklich, wir haben noch nie Geld von den anderen genommen oder von irgendjemandem, haben wir und die haben auch kein Mitspracherecht, wie wir unser Business führen. Heißt, wir haben auch kein Mitspracherecht in dem Sinne, wie die deren Business führen. Okay. Aber wenn die jetzt, keine Ahnung, 15% von diesem Pool rausnehmen und damit irgendeine Scheiße bauen, dann kommt es halt zu diesen internen Meetings. Und dann wird halt dementsprechend abgestimmt. Dann sagen wir aber auch was. Okay. Also unterm Strich seid ihr schon noch alle Independent Companies Genau, ja. oder Independent Geschäftszweige. Ja. Solange ihr in dem Pool, also ihr zahlt aber Geld in den Pool ein, Genau, ja. jedes Jahr, Ja. anhand der Anteile oder der Größe der Companies oder so? Es hat eigentlich eine feste Summe. Okay, Und man kann natürlich auch mehr reintun, aber klar. es gibt eine feste Summe. Aber solange ihr nichts daraus nehmt, hat der Pool quasi kein Bestimmungsrecht Genau, über ja. eure Unternehmungen. Genau. Das heißt, wenn du dein eigenes Geld jetzt verprätst und du würdest jetzt morgen die Firma an die Wand fahren, Ja. dann können die dagegen nichts sagen. Rein theoretisch nicht. So, aber wenn du jetzt sagst, ey, wir brauchen hier 15 Millionen, was auch immer, wir wollen ABC aufbauen, Ja. ABC goes to shit, ein paar Monate später sind noch 2 Millionen übrig, dann... Genau. Ja, genau. Okay. Ja. Und was können die dann einfach nur sagen, mach's anders? Oder können die dann auch sagen, so, hey, wir übernehmen jetzt die Unternehmung? Nee, geht nicht. Das geht nicht. Sie können nicht eine Firma übernehmen. Also wir können auch nicht eine Firma übernehmen. Außer wir stehen jetzt, es gibt ein, zwei Firmen von meinen Cousins, da steht jeder mit drin. Okay. In diesem Directionary Board. Ja. Da steht jeder mit drin. Dann ist es was anderes. Klar, du musst jetzt dein Directionary Board Genau. im Kollektiv beschließen, Ja. was als nächstes passiert Genau. und so weiter. Aber bei uns ist es nicht so. Okay. Also bei uns in der Firma, da ist nur mein Vater drin. Okay. Ja. Nur der Vater drin, kein Geld aus dem Pool, also euch können sie rein theoretisch gar nichts. Nee. Geil. Der Vorteil ist jetzt bei meinem Vater, dass mein Vater der Älteste, also einer der Ältesten ist. Okay. Deswegen hat er dementsprechend dann auch wieder anderes Mitspracherecht, weil er der Älteste ist. Ja, das ist ein bisschen kompliziert alles. Ja, ich verstehe schon. Ja. Aber wenn der Vater jetzt zurücktritt, habt ihr das Mitspracherecht nicht mehr. Das ist dann scheiße. Ja, das stimmt, aber wir haben dann auch wieder ein bisschen Mitspracherecht, weil mein Vater der Älteste war. Ah, okay. Ja. Das heißt, da kriegst du dann doch wieder Ja, Bonus. Genau, ja. Kein Kükenbonus, aber Bonus, Genau, ja. weil dein Vater quasi der Ja. Oberhäuptling war und dann so. sowas in die Richtung. Ja, okay. Er ist zwar noch nicht da vom Alter, aber er Genau, darf ja. trotzdem, weil Genau. Abunetz, sein Abu-Vater, hat Genau. hier. Ja. Sowas in die Richtung, ja. Okay, geil. Das stelle ich mir richtig kompliziert vor. Und auch wenn du sagst, dann seid ihr in verschiedenen Companies, haben dann mehrere Mitglieder davon, das ist ja verstrickt auf mehreren Ebenen. Genau, ja. Das heißt, da könnt ihr mitsprechen, aber auf der Ebene wieder nicht. Und hier dann. Danke. Jetzt weißt du, wie ich mich jedes Mal fühle, wenn ich E-Mails bekomme von meiner Family. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du gestern beim Shisha-Rauchen so geguckt hast, als du E-Mails bekommen hast. So, Ja. einer. Jetzt verstehe ich ein bisschen mehr. Ja. Mies. Das stelle ich mir richtig mies vor. Krass. Wenn jetzt dein Vater, keine Ahnung, verschiedene von deinen Onkeln eventuell zurücktreten, wird das System beibehalten? Weil es klingt für mich Wahrscheinlich. noch nach einem sehr alten, traditionellen System. Ja. Ich bin ja komplett der Jüngste gerade von meinen Cousins in der Seite und auch bei mir in der Family. Ich gehe mal stark davon aus, weil klar, ich denke anders, meine Schwester denkt anders, es gibt auch ein, zwei Cousins von mir, die anders denken, aber die Ältesten von den Cousins, die sind ja wieder in dem Alter von basically 20 Jahre jünger als mein Vater oder so. Okay. Die denken halt immer noch nicht, die denken halt immer noch wie mein Vater. Okay. Deswegen, ich gehe mal stark davon aus, dass unsere Generation immer noch so sein wird. Wie es dann mit denen nach uns ist, kann ich nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass die dann anders denken. Also wahrscheinlich dann, wenn so deine Generation in die Rollen der Ältesten wächst, Genau, ja. dann kann sein, dass sich Dann ändert. hoffen wir das. Ja. Wie viele Companies sind in eurem Konglomerat?
es wächst immer wieder, wenn ein Cousin von mir heiratet. Weil wir heiraten ja so in dem Sinne im Kasten auch. Es kommt noch eine Family dazu, die auch noch Companies hat. Ach so, die Companies von den Ehefrauen oder von den Families von den Ehefrauen. Die werden dann offiziell, also nicht offiziell, aber die kommen dann in dem Portfolio, werden die dann auch aufgelistet, so als Side-Ding. Okay. Ja, Aber haben andere Families nicht auch so ein System wie ihr? wahrscheinlich, ja. Es gibt noch 3, 4 andere Families, die so arbeiten. Ambanis zum Beispiel. Okay. Wir sind auch mit den Ambanis sind wir auch gut. Okay. Wir arbeiten, also wir haben auch 2, 3 Firmen, die mit denen zusammenarbeiten. Ich war leider Gottes nicht eingeladen. Ich habe aber meine Cousins, die waren eingeladen. Auf der Hochzeit. Ja, die waren wirklich eingeladen, die sind auch gegangen. Dein Vater war auch eingeladen. Mein Vater ist auch eingeladen worden, der ist nicht gegangen. Damn it. Ja, aber meine Cousins sind gegangen. Okay. Ja, also wenn man komplett offiziell alles hochnimmt, dann jede Family ist ein bisschen miteinander verstrickt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn ihr jetzt von den Ehefrauen oder von deren Families die Firmen ins Portfolio nehmen, dann ist ja eigentlich auch, wenn die aus dem gleichen Status kommen wie ihr, dann gehen ja auch einige von euren Companies in der Portfolio Genau, mit ja. über. Ja. Krass. Deswegen kann man offiziell keine Zahl sagen. Okay. Ich würde jetzt sagen, so grob, wir haben viele Hauptbusinesses. Grob sind wir so 18 18 Unternehmen. Okay. Ja. Von größten, also von kleinen Unternehmen, von so Startups bis Riesendinger. Also bis größte Plastikhersteller von Indien. Ja. Und du sagst nur 4 Families und die Ambanis sind dabei. Das heißt, ihr seid einer von den krassesten Dudes in Indien. Also, ich sag mal so, ich will jetzt hier Also jetzt nicht du selber und dein Vater, aber so mit Cousins, Onkel, so dein Großstamm der Family seid ihr. Bestimmt, ja. Krass. Abu Netz ist noch reicher, wie ich dachte. Alter. Oder deine Family ist noch krasser, wie ich dachte. Das ist echt wild. Geil. Freut mich für euch, Alter. Das ist mega. Und wenn es nächstes Mal für die Hochzeit ist, ich komme auch mit. So, es ist kein Problem. Also, muss nicht allein gehen. Ja, ich sag Bescheid, alles gut. Geil. Jetzt mal zum normalen Leben. Frankfurt versus Dubai. Riesenunterschiede, ja. Es gibt ja Gründe, warum ich nach Dubai gezogen bin. Aber kein Bock mehr nach Frankfurt, ja. Warum? Das Gibson vermisst dich, habe ich gehört. Wie bitte? Das Gibson vermisst dich. Das Gibson. Shoutout an Gibson erstmal. Ja, das ist klar. Also ich vermisse meine Jungs. Ich bin mit 20 Jahren gekommen. Klar, das war schwierig. Aber ich sag dir auch so, ich sag dir auch meinen Jungs so, klar, Jungs, ich vermisse euch und so, aber ich finde Dubai immer noch besser. Okay. Also wirklich vom allem, vom Wetter bis zu den Menschen, bis auch, keine Ahnung, auch, dass ich direkt ein Meer hier direkt habe. Ja. Also wirklich komplett alles. Okay. Ja, also es gibt wirklich nur eine Sache, wenn man mich jetzt wirklich fragen würde, was vermisst du in Deutschland? Nur die Autobahn. Also wirklich straight up, wirklich nur die Autobahn. Du musst ja mal ein anderes Auto holen, dann hier auf die Rennstrecke gehen. Da hast du ein bisschen Autobahn-Feeling. Aber in Deutschland kann ich das komplett auf der Autobahn die ganze Zeit machen. Yeah, I know. Ja, deutsche Autobahn ist schon. Ja, also wirklich nur die Autobahn. Okay. Krass. Also Dating hier, besser. Partys hier, besser. Wenn wir jetzt auf die Szene gehen, Dating. Ich weiß, du hast ein anderes Ding über Dating hier. Ja. Ich finde Dating hier schwerer als in Deutschland. Weil du hast hier wirklich, meiner Meinung nach, hast du hier fast 85% nur Professionelle. Klar, du hast auch, wir haben jetzt auch einen neuen Laden gefunden, Yukio heißt der. Da sind nur normale. Ja, also vielleicht 1, 2, die professionell sind. Aber erstens, die meisten davon, die haben keinen geregelten Job. Ja, also Stewardess, also bitte, ja. Ich schwör's dir, die sind 3-mal am Tag sind die weg. Ja. Du weißt gar nicht, nächster Monat, wie die fliegen und so. Wird's auch wieder schwierig mit dem Dating. Ja, das ist schwierig hier, Dating, sag ich dir ehrlich. Ich war jetzt auch auf 2, 3 normalen Dates, wo ich dachte, war ich mit der ganz normal im Ave oder so. Und dann heißt es, lass mal in Nusret gehen, lass mal einkaufen in der Fashion Avenue. Ich so, alles klar, ja, geh mal, ich komme nach
Ich gehe mal kurz aufs Klo und nie wiedergekommen. Ich weiß, so ein Ding ist das dann. Ja. Ja, Das okay. war jetzt mein. Okay. Ich glaube, ich stelle mir auch Daten in deinem Alter auch schwerer vor, Alter. Ja. Ich glaube, so in unserem Alter, dann hast du hier normale Mädels schon noch ein bisschen rumrennen, die irgendeinen Bürojob haben oder ne, irgendwas anderes machen. Bei dir, wenn du dann viele Mädels holst, gut, es gibt auch viele junge Deutsche hier, die was machen. Habe ich auch schon viel getroffen. Ja? Ja, ja. Connecte mal ein bisschen. Mach ich. Ich schicke dir nachher mal ein paar Nummern und ein paar Top, Profile und so. Aber ja, trotzdem allgemein in deinem Alter sind ja viele Leute, die gerade aus der Schule kommen oder auf der Uni sind und so. Ja. Und ich glaube, Dubai, die Unis sind jetzt nicht gerade so bekannt dafür, dass da Leute aus aller Herren Länder herkommen, um zu studieren, oder? Ich habe hier selbst mal ein bisschen studiert. Ich kenne aber auch viele Deutsche, die hier auch studieren. Die studieren aber so Canadian University oder sowas. Ja, Also, ja, klar, aber es gibt viele jüngere Deutsche hier, ja. Aber wie du schon sagst, die studieren halt. die kommen aber nicht extra wegen dem Studium hierher, Nee. sondern die sind dann mit der Family hier Genau, und sowas gehen dann in die Richtung, studieren oder Ja. keine Ahnung, haben noch irgendeinen Job oder Genau, ja, haben sowas einfach in die Geld und wollen hier Ja. studieren, aber jetzt es Wegen gibt ja, spezifisch wegen Unis kommen die nicht, ne. das meine ich ja, in Deutschland oder Europa allgemein, es gibt ja so verschiedene Städte, wo Genau, dann ja. 2, 3 Unis sind, Genau. wo bekannt dafür sind, dass dann Ja. für ein Jahr irgendwie Austauschsemester und bla. Ja. Das ist hier, glaube ich, jetzt nicht Nee. so. Das sind dann meistens Leute, die halt hier wohnen, wie schon gesagt, Genau, mit Family ja. und so weiter. Ja, clubmäßig. Boah, Club. I know, Gibson Number One. Gibson ist bei mir immer die Number One. I know. Egal was kommt, bleibt bei mir die Number One. Ich habe immer am Anfang gesagt, ich gehe nicht feiern. Das ist eher so ein Detox, was ich vorhatte hier. Im Sinne von, in Frankfurt bin ich ja wirklich jeden Freitag feiern gegangen. Ne? Okay. Also die Leute in Frankfurt, die wissen Bescheid. Ich bin wirklich all end gegangen, jedes Mal. Hier hatte ich vor, eher so normales Leben, ja, in dem Sinne. So vielleicht in einem Monat 3, 4 Mal trinken zu gehen, aber dann auf Standard ganz normal. Ja. Weil ich hier zum Beispiel kriegst du nicht für das Geld, was ich in Deutschland ausgebe für Alkohol, kriegst du nicht das gleiche hier. Ja, also wenn ich da jetzt, keine Ahnung, 2,5 ausgebe, Euro, Ja. dafür kriegst du hier vielleicht 3 Flaschen. Okay. Da kriege ich 8, 9 Flaschen. Damn. Ja, deswegen habe ich immer gesagt, in Dubai will ich ungern feiern gehen. Okay. Außer jetzt den neuen Laden, den wir gefunden haben. Ja. Mucke ist top. Die Leute, die da sind, die sind auch wirklich ein erster Laden, den ich gesehen habe, wo nicht so viele Professionelle sind. Und die Service auch halt, der Service an sich, Dubai ist top. Service top. Die Leute Ja. auch, die da sind, ist jetzt nicht so wie in anderen, wie in den bekannten Touristenclubs, Genau, ja. wo dann hier 5 Flaschen, da 5 Flaschen, wo die sich betteln und so. Der Laden ist echt gechillt. Ja. Der ist echt Deswegen, so feiern gehen mache ich hier nicht eigentlich, aber da jetzt schon. cool. Ja. Ja, aber an Okay. sich jetzt so. Also Dubai over Frankfurt auf jeden Fall. Ja. Gibt es in China irgendwelche Städte, die rankommen? Oder war es in irgendwelchen anderen Städten, die rankommen? Die dich reizen würden? Shanghai ist krass zum Feiern. Einfach nur, weil, vor allem als Ausländer, weil ich bin an einem Club vorbeigelaufen, ich hatte nicht die Intention reinzugehen. Ja, ich wollte einfach nur vorbeilaufen. Ja. Ich wurde dann wirklich von jedem Türsteher oder so Promotion-Leuten, die da stehen, angesprochen, komm rein, Ja. wie zahlen dir das? Also wirklich geht aufs Haus, ne? Ich bin auch reingegangen dann. Ja. Die haben mir einen Tisch umsonst gegeben, VIP-Tisch. Die haben mir Alkohol gegeben. Die haben mir Mädels hingestellt. Ja, also die haben wirklich Party gemacht. Die wollten einfach nur einen Ausländer da haben. Für eine Instagram-Story. Damit dann andere Leute sehen. Was kosten Flüge nach Shanghai? Ich muss direkt mal gucken. Kosten jetzt hin und zurück so ca. 4.000 Dirham. 4.000 bis 6.000 Dirham. Business oder Economy? Eco. Damn. Teuer. Shanghai ist teuer. Aber da fliegen eigentlich nur Business-Leute hin. Business. Damn. Okay. Ja. Egal, müssen wir dieses Jahr vielleicht doch noch machen. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, also nee, Shanghai ist wirklich krass zu feiern. Okay. Vor allem als Ausländer. Weil Aber so zum Leben, aber warst du nicht lang genug, kannst nichts ich sagen. war 3, 4 Tage da. Okay, okay. Ich würde sagen, dann sind wir jetzt auch so langsam am Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals. Immer wieder gern. Sehr schön, dass du hier warst. Und ich glaube, wir haben ein paar interessante Sachen rausgehauen, was
Leute normal nicht so hören. Das stimmt, ja. Deswegen, Keshav auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, wo immer ihr das Ganze hier konsumiert. Wir hauen auch Keshavs Social Media und auch, falls ihr irgendwie eine Airline habt oder so, wir hauen auch von mir seine Firma, seine Firmen-E-Mail in die Beschreibung. Ich bedanke mich nochmal vielmals. Das war's. Fat Chat mit Keshav Baheti. Awesome. Geil. Patrick, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke dir vielmals. Gar nicht.